auf der Welt jetzt gerade begreift, dann macht das alles total Sinn. Wir haben einen Putin, der ein Faschist ist, genauso wie Trump mit seinen Faschisten gerade die Macht ergreift in den USA. Und wenn man Faschisten als Imperialisten begreift, dann macht das alles total Sinn. Die regeln gerade die Welt unter sich auf. Das ist so, wie damals die Aldi-Brüder sich auch zwar zerstritten haben und unterschiedliche Interessen hatten, aber am Ende haben sie es immer noch geschafft, Deutschland in Aldi Süd und Aldi Nord aufzuteilen. Ich würde sagen, erstens ist die NATO jetzt tot, das erleben wir gerade, und in der Öffentlichkeit, das wird uns gleich Herr Breuer... Die ist noch nicht tot, das haben wir nicht erlebt. Sie ist ja erstmal größer geworden. Hey Leute, willkommen in der Realität. Ihr glaubt, Thilo Jung kann sich nicht noch mehr blamieren? Falsch gedacht. In der aktuellen Maischberger Sendung vergleicht er tatsächlich Putin und Trump mit den Aldi-Brüdern. Ja, genau, den Aldi-Brüdern. Das Ganze geht so richtig in die Hose. Und es wird noch absurder, als ihr euch vorstellen könnt. Thilo Jung, der sich als Antifaschist bezeichnet, redet von Faschismus, wo immer er kann, und zieht völlig verrückte Vergleiche. Aber was hat das mit uns zu tun? Ganz einfach. Hier geht's um eine gefährliche Verzerrung der Realität, die wir uns nicht bieten lassen dürfen. Schaut euch das Video an und findet heraus, wie dieser Mann in seinen Fantasien die Welt erklärt und warum das nichts mit der Realität zu tun hat. Vergesst nicht, zu liken, zu abonnieren und vor allem zu kommentieren. Was denkt ihr über diese krassen Aussagen von Thilo Jung? Wir sind gespannt auf eure Meinung. Auf geht's. Herr Jung, was sagt das über diese Art von Gesprächen? Ja, ich finde, da treffen sich einfach zwei Faschisten und zwei Imperialisten. Zwei Faschisten? Das sind zwei Faschisten. Also wenn man das alles unter dem Kampf zwischen Faschismus und Demokratie auf der Welt jetzt gerade begreift, dann macht das alles total Sinn. Wir haben einen Putin, der ein Faschist ist, genauso wie Trump mit seinen Faschisten gerade die Macht ergreift in den USA. Und wenn man Faschisten als Imperialisten begreift, dann macht das alles total Sinn. Die regeln gerade die Welt unter sich auf. Das ist so, wie damals die Aldi-Brüder sich auch zwar zerstritten haben und unterschiedliche Interessen hatten, aber am Ende haben sie es immer noch geschafft, Deutschland in Aldi Süd und Aldi Nord aufzuteilen. Und im Grunde ist das dasselbe. Und das ist halt eine große, große Niederlage für Europa und die europäischen Demokratien und damit die Ukraine. Und ich verstehe, dass Sie Wladimir Putin schon sozusagen in die gesicherte Faschismus-Ecke stecken. Das kann ich verstehen. Faschisten sind per se, Faschismus ist per se Antidemokratie, das Gegenteil von Demokratie. Und das ist ein Putin, der Demokratie bekämpft wie kein anderer. Und das sind aber auch die Trumpisten von J.D. Vance und Project 2025. Ja. Und darum sind das Brüder im Geiste. Und darum macht das alles total Sinn. Würde ich ein bisschen warnen davor, das gleich so über einen Kamm zu scheren. Man muss schon blind sein, um diese Parallelen nicht zu sehen. Also ich glaube, Donald Trump ist ein Geschäftsmann, jemand, der die westlichen Werte und die Demokratie nicht schätzt. Aber ein Faschist, der Weg ist weit. Und Wladimir Putin führt einen Krieg, der Opfer hat in der Ukraine. Ja, aus meiner Sicht ist das noch nicht so. Ich wäre, also sagen wir, das ist ja mit einer gewissen Bugwelle sozusagen der Faschismusbegriff hier eingeführt worden. Die Verwendung des Faschismusbegriffes in Deutschland ist immer noch mal ein bisschen anders konnotiert. Insofern ist wichtig der Hinweis, dass es Antidemokratie gemeint ist. Ja, Nazis waren aber auch Faschisten. Ja, klar. Da gebe ich nur wieder zu bedenken, bei Antidemokratie wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil zur Wahrheit gehört auch, dass er nicht nur von der Hälfte der Wahlen, Männer und Frauen, sondern auch in Popular Vote von der Mehrheit der Bevölkerung der Vereinigten Staaten von Amerika in dieses Amt. Die deutschen Faschisten auch. Bitte? Die deutschen Faschisten damals auch. Ich sag nur, das ist sozusagen... Dann haben sie einmal die Macht ergriffen und nie wieder losgelassen. Und genau das erleben wir gerade in Amerika. Wenn das dann Project 2025 ist die Machtergreifung, eine Gleichschaltung. Ja. Das erleben wir gerade. Staatsstreich-ähnliche Vorgänge. Ja, Jung, das muss ich... Ich würde nur sagen wollen, die Faschisten versuchen gerade, den Faschismus zu installieren in der amerikanischen Demokratie. Und wir müssen hoffen, dass die Zivilgesellschaft und die Opposition dagegen hält. Dass ein Gericht dagegen hält, der Supreme Court dagegen hält. Aber genau das machen Faschisten, die Judikative anzugreifen. Und auf einer geopolitischen Ebene, das war jetzt ja dann eine Frage, erleben wir gerade, die Amerikaner haben als Hauptpunkt China. Das ist der größte Gegner auf der Welt für die Amerikaner. Und wenn man das so versteht,
sie versuchen alles, um China zu schwächen. Und wie kann man China schwächen? Indem man die Russen von den Chinesen wegholt und an seine Seite holt. Und genau das passiert gerade. Die Amerikaner verbrüdern sich mit den Russen und als Preis dafür lassen sie die Europäer fallen. Und damit schwächen sie die Europäer und die Chinesen. Ich würde sagen, erstens ist die NATO jetzt tot. Das erleben wir gerade. Und in der Öffentlichkeit, das wird uns gleich Herr Breuer... Die ist noch nicht tot, das haben wir nicht erlebt. Sie ist ja erstmal größer geworden. Sie stirbt jetzt aber durch die Abkehr der Amerikaner ist die NATO tot. Herr Breuer wird uns gleich sagen, dass es noch nicht so ist, aber die müssen ja Zeit kaufen. Und zum anderen, was Herr Gressel sagt, man muss einfach mal nachgucken, was er in der Vergangenheit immer wieder gesagt hat. Er ist ein Alarmist für den Worst Case. Und das führt automatisch dazu, dass eine Bevölkerung wie die deutsche und die europäische in Panik gerät. Und nichts Besseres könnte einem Herrscher in Moskau passieren als Europa in Panik, weil dann machen wir Fehler und dann sehe ich anders, dann bereitet man sich nicht vor. Da macht man keine, also rationale Entscheidungen trifft man nicht in Panikmodus. Ja. Und da hätte ich natürlich als Amerikaner und als Russe natürlich das beste Interesse daran, dass genau das passiert, dass die Europäer gerade in Panik geraten, weil niemand kann wissen, was Putin will. Aber dass wir politische Formate haben mit Engländern und Franzosen zum Beispiel, die auf wirtschaftlicher Ebene sich ja getrennt haben durch den Brexit, dass auf einmal Starmer das ist eine gute Grundlage. Wir haben gerade wieder miteinander reden, dass es eine Koalition der Willigen und so weiter geben soll. Ich glaube, Vorbereitung ist doch die kluge Politik. Stärkt Europa auf eine Art. Also ja, natürlich. Aber solche Aussagen, dass der Dritte Weltkrieg gerade kommt, ist Unsinn und Alarmismus. Er sagt, ein größerer Krieg in Europa, und das kann ja eben auch heißen, dass es eben nicht in Deutschland ist. Aber ja, ich bin gespannt auf die Sicht von Thilo Jung, auf Sarah Wagenknecht und Friedrich Merz in dem Zusammenhang. Ich finde, wir erleben gerade erstmal eine verquere Debatte. Gerade weil es jetzt nur um das Geld für Aufrüstung geht. Dabei ist ja, also wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wir erleben gerade, da bin ich wieder beim Faschismus, einen Kampf zwischen Faschismus und Demokratie. Und das heißt, wir müssen uns einerseits nach außen wehrhaft zeigen, also aufrüsten und eine Verteidigungsarmee aufbauen, die sich gegen Faschisten wehren kann. Und gleichzeitig, und das fehlt mir jetzt gerade in der aktuellen Debatte, dass wir uns inländisch bei der Demokratie wehrhaft zeigen. Und das wird jetzt gerade in der Politik überhaupt nicht angegangen. Wir müssen die Ursachen für den Aufstieg der AfD, des deutschen Faschismus angehen. Und das hat ökonomische und soziale Ursachen. Wir müssen Wohnen, Mieten, Infrastruktur, Bildung, höhere Löhne, Rente und so weiter angehen. Da, wo der Frust der Leute ist, warum sie AfD wählen, warum sie mit diesem demokratischen System unzufrieden sind, da müssen wir rangehen. Und wer das Geld hat für eine Aufrüstung, also die Wehrhaftigkeit nach außen, muss genauso viel Geld, wenn nicht sogar mehr, in die Wehrhaftigkeit der Demokratie stecken. Sonst landen wir selbst im Faschismus. Und das kann keiner wollen. Ich möchte mal ganz kurz was zu dieser Führungsanspruch machen. Ich möchte ein historisches Argument bringen, weil das ist eine Red Flag in der deutschen Geschichte. Das ist der Wunsch der Rechten, der Faschisten seit Anbeginn der Zeit, dass Deutschland eine Führungsrolle in Europa einnimmt. Man kann das bei den AfD-Lern aktuell nachlesen. Maximilian Krah schreibt genau das. Deutschland muss Führung anbieten, wenn Europa mehr sein soll als amerikanisches Protektorat. Ja. Jetzt erleben wir, dass die NATO vorbei ist, das amerikanische Protektorat nach der Sprache der Rechten. Und wir erleben genau, dass die Rechten das wollen. Und das ist eine historische Linie bis zu den Nazis. Hitler hat genau dasselbe gesagt. Ich glaube nicht, dass die NATO vorbei ist. Das ist ja ein wesentlicher Teil. Entschuldigung, die ist vorbei. Seit Zelensky, Trump in diesem Ding ist die NATO. Wir hören ja gleich im Militär. Machen Sie eine Geschichte voraus, glaube ich. Machen wir einen Unterschied zwischen... Frag Carlo. Carlo wird dir das bestätigen. Herr Breuer kann das nicht. Da gibt es Kopfschütteln auf der Seite des Tisches. Ich reibe mir wirklich die Hände in den Kopf. Wir reden gerade davon, dass wir unsere Demokratie retten müssen. Dass wir das Land retten müssen, damit die Faschisten nicht in 4 Jahren, 2029, vielleicht schon an die Macht kommen. Und jetzt reden wir darüber, ob es parteipolitische Vorhaben durchgedrückt werden sollen. Dabei ist doch die Losung immer gewesen, auch bei der Politik, erst das Land, dann die Partei. Wir müssen unsere Demokratie retten. Und wenn wir jetzt das machen, was Merz will, nämlich weiter sparen, dann bekommen wir aber einerseits ein hochgerüstetes Militär und gleichzeitig eine breite Verarmung in der Gesellschaft, weiter Abstiegsängste und Frust in der Bevölkerung, was die Ursachen dafür sind, warum AfD gewählt wird. Wollen wir am Ende in 4 Jahren dabei haben, irgendwie ein hochgerüstetes Militär mit der AfD-Verteidigungsministerin? Fragen Sie, Frau Scher. Ja, aber sind wir irre? Sind wir irre? Worüber reden wir hier? Sagen. Nein, aber es geht nicht darum, dass es geht ja nicht darum, dass man den Menschen Geld zuschüttet und sagt, das ist Demokratie. Also, wir müssen die breite Bevölkerung ein besseres Leben anbieten, sonst landen wir im Faschismus. Ich glaube, das Leben ist eigentlich ziemlich gut in diesem Land. Und nicht gut genug offenbar, sonst wird nicht AfD gewählt. Nein, stimmt einfach nicht. Es ist nicht so, dass man mit Geld Probleme zuschüttet. Es geht darum, dass man für Demokratie whatever it
Entschuldigung, es hilft? Wirklich? Dann Geld? ist es aber irre. Das ist ja das, was Donald Trump gerade verspricht. Das ist seinen Leuten. neoliberale Scheiße, die uns die letzten 20, 30 Jahre in die Krise geführt haben. Das müssen wir doch sehen. Nee. Das ist, Aber Thilo, guck doch in die Parallelen. Guck in Einmal- vor 100 Jahren, wie es passiert ist. Wo kommt denn das Geld her? Also das ist so meine Grundfrage. Wo kommt denn das immer. Geld Wo für das kommt Militär Geld her? jetzt her? Es ist da. Wir können es schaffen. Aber dass das Wohnungsbau hilft und dass Investitionen in Bildung hilft und dass bessere Schulen, Ja. sowohl Gebäude als Also. auch Wertschätzung für Lehrer, Infrastruktur. dass das hilft, dass Infrastruktur Gerade ein Sondervermögen so. beschlossen worden. Und auch wenn das schwer ist sozusagen zu ertragen, aber es gab natürlich auch eine wirkliche Unzufriedenheit mit der Migrationspolitik. Ich gebe dir recht, Geld für nicht erbrachte Leistung ist schwierig. Warum reden wir denn nicht darüber, eine Erbschaftssteuer endlich zu machen? Weil Erben ist also erbrachte leistungsloses Geld, was Aber man Leistungen, die vorher bekommt. Menschen erbracht haben. Ne? Also, Ja, aber andere Menschen, das ist doch ja, völlig aber gaga. die mir etwas vererben aber- wollen. Nein, ich finde, ein anderer Punkt wäre wichtig. Ich dachte, ich darf jetzt zum mal Beispiel- ausreden. Das Geld können wir doch da holen, jeder- wo vererbt wird. Die Reichen werden immer reicher. Und da ist der angekommen? Frust. Die Leute haben keinen Bock auf Ungleichheit. Ehrlich, was Herr Jung da abzieht, geht wirklich zu weit. Der Typ lebt in einer eigenen Welt, wo linke Spinnerei wohl das einzig Wahre ist. Der sollte sich echt mal eine Pause vom Job gönnen, weil das, was der absondert, ist pure Fantasie. Wenn er so weitermacht, könnte man fast fragen, ob er nicht der wahre Faschist ist. So wie er sich hier die ganze Zeit äußert, das ist schon krass. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt und lasst uns den Algorithmus ordentlich füttern. Bis zum nächsten Mal.